Mit Hilfe von Mappen können Sie größere Einheiten innerhalb Ihres Quellenbestandes bilden. So können Sie Mappen zu beliebigen thematischen, strukturellen oder forschungsbezogenen Gesichtspunkten anlegen und Einzeldokumente diesen Mappen zuweisen. Wir werden es Ihnen in diesem Video anhand von einer Auswandererbriefreihe demonstrieren. Möchten Sie eine neue Mappe anlegen, müssen Sie im Hauptmenü unter Dokument Verwaltung den Menüpunkt Neue Mappe anlegen anwählen. Tragen Sie einen entsprechenden Titel in das dafür vorgesehene Feld ein und bestätigen Sie die Eingabe mit Eintragen und dann mit OK. Falls Sie eine bereits angelegte Mappe bearbeiten wollen, müssen Sie den Menüpunkt Mappe bearbeiten anwählen. Es erscheint eine Auswahlbox, in der sämtliche Mappen aufgelistet sind. Nachdem Sie die entsprechende Mappe ausgewählt und Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie den Button Änderung speichern betätigen. Um Dokumente zu einer Mappe hinzufügen zu können, müssen Sie den Menüpunkt Dokument zur Mappe hinzufügen anwählen. Nachdem die entsprechende Mappe ausgewählt wurde, erscheint eine Auswahlbox. Sie können nun die Dokumente, die Sie zu der ausgewählten Mappe hinzufügen möchten, markieren. Nach der Auswahl der Dokumente müssen Sie den Auswählen-Button sowie den nochmals zur Kontrolle erscheinenden OK-Button betätigen. Daraufhin werden die markierten Dokumente in die ausgewählte Mappe sortiert. Ist ein Dokument in der Inventarisierungs- oder Analyseumgebung geöffnet und man möchte das Dokument einer Mappe hinzufügen, so wählt man im Menü Dokumentverwaltung den Menüpunkt Geöffnetes Dokument zur Mappe hinzufügen aus. Wählen Sie nun die entsprechende Mappe aus und bestätigen Sie dann mit dem Button Auswählen. Der Menüpunkt Mappe öffnen befindet sich zum einen im Hauptmenüpunkt Inventarisierung und zum anderen im Hauptmenüpunkt Analyse. Jeweils nach der Anwahl des Menüpunktes öffnet sich die Mappenübersicht. Darin wählen Sie die entsprechende Mappe aus. Mittels Doppelklick wird dann das gewünschte Dokument geöffnet. Um Dokumente aus einer Mappe entfernen zu können, müssen Sie den Menüpunkt Dokument aus Mappe entfernen anwählen. Sie können nun die Dokumente, die Sie aus der ausgewählten Mappe entfernen möchten, markieren. Die markierten Dokumente aus der ausgewählten Mappe entfernt. Möchten Sie den Inhalt einer Mappe in eine andere Mappe kopieren, müssen Sie den Menüpunkt Mappe zur Mappe hinzufügen anwählen. Es erscheint eine Auswahlbox, in der sämtliche Mappen aufgelistet sind. Sie müssen zunächst die Zielmappe anwählen und dann die Mappe markieren, deren Inhalt zur Zielmappe hinzugefügt werden soll. Nach dem Betätigen werden sämtliche Dokumente der ausgewählten Mappe in die Zielmappe kopiert. Eine Mappe können Sie löschen, indem Sie den Menüpunkt Mappe löschen anwählen. Wählen Sie die Mappe, die gelöscht werden soll, aus und betätigen Sie den Button Ja. Beim Löschen einer Mappe werden die darin enthaltenen Einzeldokumente nicht gelöscht, sondern nur der Container, in den diese Dokumente eingebunden waren. Die einzelnen Dokumente werden nach dem Löschen der Mappe immer noch über die Auswahlboxen Dokument zur Mappe hinzufügen und Dokument öffnen angezeigt und können anderen Mappen zugeordnet werden.